Hallo zusammen! Heute nehme ich dich mit auf eine Sightseeing-Tour durch Nürnberg. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Nürnberg liegt in Bayern, genauer gesagt in Franken. Der Handwerkerhof liegt ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof und ist dadurch der erste Punkt auf unserer Tour zu Fuß durch die Altstadt. Er besticht durch sein mittelalterliches Flair und du hast die Möglichkeit, in eine ganz andere Welt einzutauchen. Die Lorenzkirche ist neben St. Sebald und der Frauenkirche eine der 3 bedeutendsten Kirchen in Nürnberg. Die beiden anderen Kirchen sind ebenfalls Teil von meiner heutigen Tour. Die Lorenzkirche ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen. Das Heilig-Geist-Spital ist ein architektonisch schönes Gebäude und die beste Aussicht auf dieses hast du von der Museumsbrücke. Früher war es eine städtische Einrichtung für die Versorgung von Kranken und Alten. Heute ist es ein Restaurant. Die Frauenkirche ist heute die römisch-katholische Stadtpfarrkirche und eine weitere bedeutende Kirche der Stadt Nürnberg. Sie steht auf dem Hauptmarkt, auf dem auch der Christkindlesmarkt stattfindet. Sie ist eine der ältesten Hallenkirchen Frankens. Auf dem Hauptmarkt findest du ebenfalls den schönen Brunnen. Es handelt sich dabei um einen 19 Meter hohen gotischen, prachtvoll bemalten und vergoldeten Brunnen mit einer Steinpyramide, die von Steinfiguren geziert ist. Das Highlight ist aber weniger das Aussehen des Brunnens, sondern seine magischen Ringe. Am Brunnen sind 2 Ringe angebracht, bei denen es heißt, dass einem 3 Wünsche erfüllt werden, wenn man an ihnen dreht. Es gibt einen Ring aus Messing und einen aus Eisen. Der Messingring wurde sogar schon 5-mal geklaut. Natürlich haben wir das mit den Ringen ausprobiert, aber anscheinend haben sie irgendwelche Nebenwirkungen. Am schönen Brunnen tummeln sich immer viele Touristen, um an den Ringen zu drehen, in der Hoffnung, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Zu Fuß geht es weiter durch die Altstadt von Nürnberg und meine nächste Sehenswürdigkeit ist die Sebalduskirche. Sie wird auch Kirche St. Sebald genannt, ist die älteste Pfarrkirche Nürnbergs und ehemalige Ratskirche. Der Bau der Sebalduskirche wurde ca. 1230/1240 begonnen. Sie wurde auf die Grundmauern einer dem heiligen Petrus geweihten Vorgängerkirche gesetzt. Das bedeutendste Kunstwerk der Kirche St. Sebald ist das Sebaldusgrab. Das Tiergärtnertor ist ein Tor und Bestandteil der Stadtmauer. Ursprung des Namens ist ein ehemaliges Wildgehege des Burggrafen im nahen Stadtgraben. Direkt daneben befindet sich das Pilatushaus. In der Sebalder Altstadt sind beide Attraktionen ein beliebtes Touristenziel. Sie sind eine Station der historischen Meile Nürnbergs. Vom Pilatushaus und dem Tiergärtnertor geht es ein paar Treppen hinauf zur Kaiserburg. Die Kaiserburg ist wohl die bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt Nürnberg. Zur Burg gehört auch ein sehr schöner Garten. Im Jahr 1050 wurde die Stadt Nürnberg erstmals in einer kaiserlichen Urkunde erwähnt, allerdings als Norenberg. Nor bedeutete Fels und somit Norenberg, ganz einfach Felsberg oder auch Felsiger Berg. Das kam dadurch zustande, weil die Nürnberger Burg auf einen Sandsteinfelsen erbaut wurde. Es handelt sich bei der Kaiserburg um eine sehr gut erhaltene Burg. Bei der Besichtigung der Außenanlage haben wir keinen Eintritt zahlen müssen. Es gibt aber auch Bereiche, für die man Eintritt zahlen muss. Der Weg die Burgenstraße hinauf ist sehr steil. Deswegen empfehle ich dir, nach links abzweigend den Weg über den Burggarten zu nehmen. Hier ist es nicht ganz so steil. In jedem Fall lohnt sich der Aufstieg. Von hier oben hat man einen ganz tollen Ausblick über die Stadt. Bei einer Reise oder einem Tagesausflug in die fränkische Metropole warten jede Menge Highlights, gute Restaurants mit deftig fränkischem Essen und leckeres Bier auf dich.
Nürnberg wird auch als die kulinarische Hauptstadt Frankens bezeichnet und das darfst du dir natürlich nicht entgehen lassen. Franken ist bekannt für Schäufele, Brezen, Nürnberger Röstbratwürste, Lebkuchen und natürlich das gute fränkische Bier. Nach der Stärkung geht es weiter zur Weißgerbergasse. Hier befindet sich das größte Nürnberger Ensemble alter Handwerkerhäuser. Sie sind überwiegend mit Fachwerk versehen und wunderschön. Das Lederhandwerk brachte Wohlstand mit sich und das sieht man den Häusern noch heute an. Während im Mittelalter Gerbereien das Straßenbild prägten, beleben heute Cafés, Bars, kleine Läden und Handwerksbetriebe die Weißgerbergasse. Am Kettensteg zeigt sich Nürnberg von seiner romantischen Seite. Es ist eine eiserne Hängebrücke, die vor der Frontfeste über die Pegnitz führt. Hier gibt es auch schöne Plätze an der Pegnitz, die zum Verweilen einladen. Des Weiteren findest du viele schöne Fotomotive. Der Kettensteg hat eine Länge von 68 Metern und zählt als älteste erhaltene eiserne Hängebrücke auf europäischem Festland. Namensgeber sind die jeweils 3 Meter langen Kettenglieder, an denen sie befestigt ist. Der Henkersteg ist ein Holzsteg über die Pegnitz. Er verläuft parallel zum Kettensteg und wird auch Langer Steg genannt. Er wurde im Jahr 1457 errichtet und erhielt seinen Namen vom Henkerturm. Vom 15. bis 19. Jahrhundert wohnten hier am Rande der Stadt der Henker und sein Gehilfe. Leider ist die Aussichtsplattform vom Parkhaus Adlerstraße kein Geheimtipp mehr. Es ist eine gute Gelegenheit, kostenlos eine tolle Aussicht zu genießen. Nicht mehr in der Altstadt, aber dennoch gut zu Fuß erreichbar ist das Gelände der Musikzentrale in Nürnberg, auch Mutz genannt. Dort findest du tolle Graffitis und Street Art. Fazit zu meinem Tagesausflug nach Nürnberg. Nürnberg liegt nicht weit von meiner fränkischen Heimat entfernt und obwohl ich die Stadt schon oft zum Bummeln oder abendlichen Ausgehen besucht habe, habe ich vorher nie einen Rundgang durch die Altstadt gemacht. Sie lässt sich perfekt zu Fuß erkunden und es gibt viele schöne Gebäude zu sehen. Ich habe bei meinem Tag in Nürnberg hauptsächlich Sehenswürdigkeiten besucht, die kostenlos sind. Es gibt aber auch unzählige interessante Museen und Attraktionen, für die du bezahlen musst. Für mich war es ein perfekter Tag in dieser schönen Stadt. Besonders gefallen hat es mir am Flussufer der Pegnitz beim Kettensteg. Dort war es so malerisch schön. Was ist deine Lieblingssehenswürdigkeit in Nürnberg? Hinterlasse mir einen Kommentar. Ich hoffe, mein Video über die Sehenswürdigkeiten in Nürnberg hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald. Ciao!